Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal hier Traction Control mal wirklich komplett auf Off. Komplett auf. Alter. Was ein Monster! Und wirklich dann hier Spaßfaktor, ja? Nein! Robert, Ja, was hast du denn schon wieder angestellt? wieso? Was habe ich denn angestellt? Ja, schau das mal an. Bist schon wieder gefahren wie eine gesenkte Sau, du Mann. Hundling. Hä? Ja, Mann. Das ist ja Wahnsinn mit dir. Ja. So Leute, wir sind in Monte Blanco auf der Rennstrecke angekommen, wie man im Hintergrund schon hören kann, denn da reißt nämlich richtig das offizielle Formel 1 Safety Car auf. Denn Leute, es steht für mich einer meiner Highlights im Jahre 2024 an und hier ist er, Leute, der neue Aston Martin Vantage. Ich würde sagen, Leute, wir starten hier beim schönsten Part, meiner Meinung nach, bei dem neuen Vantage. Und das ist hier wirklich das Heck. Wobei, egal wo du hinschaust, der neue Vantage ist einfach so extrem sexy, stylisch und sportlich geworden. Voll. Du hast immer noch diese Aston Martin Gene und ich habe es ja auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr gesagt. Ja? Damals Aston Martin DBX 707, als dieses Fahrzeug rausgekommen ist, da habe ich festgestellt, Aston Martin macht auf Ernst. Und was die über die letzten Jahre an Arbeit geleistet haben und was die noch alles geplant haben, ist einfach nur der Wahnsinn. Und man sieht es hier am Ergebnis, wie extrem sexy der neue Vantage geworden ist. Und ich bin mal wirklich jetzt gleich gespannt, wenn wir damit auf die Rennstrecke gehen werden. Denn Leute, wir sind jetzt vorhin gerade schon eine halbe Stunde auf der Straße gefahren und wie zu erwarten, es ist typisch Aston Martin. Das Fahrzeug ist extrem entspannt zum Fahren. Auf der anderen Seite auch wirklich sportlich. Aber wir wollen natürlich feststellen und deswegen sind wir auch hier, wie wird sich dieser neue Vantage auf der Rennstrecke fahren. Weil wir reden ja hier wirklich von 665 PS und 800 Newtonmeter. Das sind 155 PS mehr als der Vorgänger. Und ich meine, gewichtstechnisch sind wir bei knapp 1700 Kilo. Und vor allem das Ganze von der Balance her sehr clever gemacht, denn wirklich hier, wir sind hier bei einer Balance von 50-50. Und ich meine ganz ehrlich, jetzt schau dir das mal an. Dieses Heck und was wir hier an Carbon verbaut haben. Ich meine, der komplette Diffusor, schön komplett in Carbon gezogen. Vor allem, ich finde den Kontrast auch mit der Lackierung sehr geil. Und dann auch hier, wenn wir schauen, wir haben hier das komplette Dach aus Carbon. Dann hier an der Seite und vor allem, schau mal Robert, hier diese Backen. Ich weiß nicht, wie du das am besten drauf bekommst, aber diese Backen, das sieht so sexy aus. Vor allem, Leute, wenn wir nämlich hier ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ich meine generell der Vantage bei Aston Martin, es wird ja extrem viel im Windkanal getestet. Und allein wie viel Zeit an Entwicklung hier an den Seitenspiegeln draufgegangen ist, wenn du das dir mal von vorne anschaust, wie weit die rausschauen und vor allem wie dünn das Ganze hier gehalten ist und dann wieder schön in Carbon das Ganze und dann geht es hier weiter. Ja? Auch ganz wichtig, da hat Aston Martin und Michelin auch extrem viel Zeit aufgewendet, nämlich was das Thema Reifen angeht. Denn wir haben nämlich hier die neuen Michelin Pilot Sport S5 Reifen und eben speziell nicht nur für Aston Martin, sondern wirklich speziell auf dem Vantage konzipiert. Ja? Bedeutet, die sind nochmal etwas anders vom Profil her als beim DB12. Und das ist halt schon wirklich verrückt. Also daran sieht man, wie viel Zeit Aston Martin aufwendet und natürlich auch Michelin, um wirklich hier die beste Performance rauszuholen. Dann natürlich auch hier vorne, was mir so auffällt, wenn du schaust, das ist so ein bisschen Valkyrie-mäßig, ja? Ja, sieht aber richtig gut aus. Aber es sieht einfach... Schau mal, geh mal noch mal ein bisschen zurück, Robert. Zieh dir das mal rein. Und komm mal genau zu mir, Robert. Jetzt bleibst du genau hier stehen. Und jetzt, Leute, zieht euch mal das rein. Das ist einfach verrückt, oder? Das kommt Weil sehr es sexy. ist wieder der Punkt, stylisch, sexy, aber auch extrem sportlich. Wirklich unfassbar. Generell vorne, Querträger wurden neu positioniert. Auch natürlich hinten wurde
einiges an der Steifigkeit gearbeitet. Dementsprechend, es hat mit dem alten Vantage eigentlich nichts mehr zu tun. Der alte Vantage war auch extrem schön, ja, aber performancemäßig vom Fahren her einfach nicht so geil. Und da ist wirklich der Vantage ist ein komplett neues Auto. Nicht nur, dass es einfach viel brachialer aussieht, viel eleganter. Allein hier nochmal auch die komplette Front, ja, wenn du das Auto von vorne anschaust, ja, wie extrem sexy das Ganze ist, wie extrem sportlich. Aber wie gesagt, vom Fahren her, wir haben es auf der Straße jetzt schon kurz feststellen können, du hast einen kompletten Komfort. Natürlich auch das ganze Thema, was Innenraum angeht, da würde ich sagen, da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein. Aber natürlich auch die Sportlichkeit. Und was das Thema Sportlichkeit angeht, ihr hört es im Hintergrund, ich würde sagen, wir reißen jetzt auf. Ja, Mann. Wir gehen jetzt auf die Rennstrecke, aber Robert, eine Sache müssen wir noch davor machen. Wir müssen schauen, wie weit die Haxen ist. Weil die hat nämlich so richtig schön um 9 Uhr schon richtig schön auf dem Grill gebrutzelt. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt erst kurz vorbei Ja, und dann gehen wir hin. auf geht's. Auf geht's. Jetzt reißen wir richtig auf. Das einzige Problem, was ich habe, Robert, Ja? ich bin genau ein einziges Mal auf der Rennstrecke auf der falschen Seite gesessen Ja, stimmt. bzw. gefahren. Das ist für mich hier auch ganz ungewohnt. Das ist wirklich ein Struggle. Ja. Jetzt warten wir gleich, bis wir losfahren dürfen. Wir sind auf jeden Fall ready. Leute, wir haben Traction Control uns schon eingestellt, denn wenn wir nämlich hier drehen, ihr seht es, hier wird es auch angezeigt, ja, können wir uns das hier komplett hochstellen bis 9. Jesus Maria. Was ist denn da los, Robert? Hä? So, ich soll vielleicht mal noch aufnehmen. Bis 9 und dann ist es nämlich komplett aus. Ich würde sagen, wir fangen mal ungefähr so bei der Hälfte an, ja, so bei, warte mal hier, so bei 4, oder? Ich glaube, 4 sollte recht gut sein. 4 ist entspannt. Wir sind jetzt gerade schon 2 Runden hinterm Instructor hinterhergefahren und ja, ich glaube, also ich fühle mich nicht solid, aber Robert, du fühlst dich ja solid. Geht, ich fühle mich ganz falsch hier. Okay. Hast du die Kamera schon erwähnt, Robert, mit was wir heute wieder filmen? Heute Insta360 Ace Pro, noch eine Ace Pro und hier, ja gut, die hast du jetzt schon oben drinnen. Die ist normalerweise hier drin, aber das ist die Insta360 Go 3. Schwester, das ist das geilste Setup, was wir haben. Das ist wirklich geil. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die X3-Kamera. X4. X4, genau. Jetzt ganz neu auf den Markt gekommen, Leute. Konnten wir bisher leider noch nicht testen, aber sollten wir bald bekommen, Ja. dann werden wir die auf jeden Fall testen. Ne? Die Weil, X4 hat einfach 8K. ernsthaft, Alter. vor allem die X3 war ja auch schon so krass Die war mit der wirklich gut, ja. 360-Grad-Funktion. Aber X4 8K wird halt dann nochmal Next Level sein. So, aber jetzt, Leute, jetzt reißen wir auf. Auf jeden Fall für die Leute, die mehr über Insta360 erfahren wollen. Link ist in der Videobeschreibung. Yes. Und mit dem speziellen Link bekommt ihr das natürlich auch etwas Discount. Geil. So, aber jetzt reißen wir auf. Aston Martin Vantage hier in Monte Blanco. Alter. Boah. Getriebe ist ultra schnell. 8-Gang ZF, Automatikgetriebe. Jesus. Alter, ist der laut. Ist ja brutal. Vor allem ist für das, dass Bruder. das der 4 Liter V8 Biturbomotor von AMG ist, klingt es überhaupt nicht danach. Boah, das Ding dampft einfach 665 PS. Was du auch sofort merkst, Chassis, ey, das kannst du zum alten Vantage überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen. Deutlich straffer alles. Bruder, was ist denn hier los? Boah. Und ich merke, der will auch schon ein bisschen quer gehen. Alter. Junge, ist der laut, Mann. Das ist krass, gell? Alter. Ich bin eher verwundert, wie gut das Auto zum Fahren ist. Das ist ja Alter. unfassbar. Bruder, also. Bei aller Liebe, ich habe jetzt viel erwartet, aber nicht das. Was zum Teufel, Aston Martin, habt ihr hier für ein Auto gebaut? Bruder. Das ist der normale Vantage. Das darf doch gar nicht eigentlich so sein. Überleg mal. Alter. Boah, jetzt das mal hier, Alter. Boah, da ist gleich mein Mikrofon weggeflogen. So. Und es sind direkt 200, 220, 230, 240, 250, 260. Rote Flagge. Rote Flagge, warum haben wir jetzt rote Flagge? Bruder!
Einfach direkt 260 drauf. Wie zum Teufel schiebt dieses Auto durch? Boah, ist der geisteskrank. Das ist ja abnormal. Das ist ja völlig verrückt. so gut. Schau mal hier, da ist jemand, glaube ich. Oh, ich glaube, Scheiße. der darf da nicht parken. You can't park that there, mate. Fuck off! Als nächstes sind wir dran. So sieht's aus. Wir haben wieder grünes Licht, Leute. Wir reißen jetzt auf. Robert hat vollen Kontakt hier mit der Rennleitung. Ja, ich bin sehr Deswegen wichtig. beide wieder mit Helm. Safety First steht an erster Stelle, vor allem auf der Auf Rennstrecke. geht's. Und ja, jetzt geht's los hier im Vantage und jetzt reißen wir mal richtig auf. Traction Control ist auf 5 gestellt, bedeutet, wir wollen jetzt mal eine schnelle Runde fahren und mal schauen, was kann hier dieser Vantage wirklich. Alter. Leistung geradeaus ist brutal, ist wirklich brutal, diese 665 PS. Boah. Okay. Oh, ist das geisteskrank, Mann. Oh. Alter. Ja, spinnst du. Boah. Das ist Wahnsinn, wie du das komplett in der dritten Welle hier nehmen kannst. Boah. Weil du sofort diese Power hast, 800 Newtonmeter, hier schön eng, wir haben einen Haufen Traktion und hier geht's dann wieder rüber. Alter, so schnell, Mann. Oh. Druck von der Bremse, ideal, lässt überhaupt nicht nach. Hier kommt er leicht quer. Die Strecke ist halt auch unfassbar, hier einmal kurz auf die Bremse, Alter. Wahnsinn. Diese Steifigkeit ist brutal, ja? Boah. Hier auch schön dritte Welle, kannst du easy fahren, dich rausziehen lassen. Da kommt er leicht quer. Brutal, die Reifen sind natürlich auf guter Temperatur und wieder schön bis 7000 Touren, direkt gleich 200 drauf und 220, 230, 240, 250, schnell. 260. Digga. Bist du narrisch, Mann. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal hier Traction Control mal wirklich komplett auf Off. Komplett auf. Ja schon, oder Robert? Digga. Nicht? Und jetzt verwandelt sich diese perfekte Vantage Alter. in ein Monster. Junge. Ey, dieses Auto ist einfach unfassbar. Und wenn du wieder sagst, du möchtest hier ein bisschen schneller durch die Kurve fahren, Alter. dann hast du auch sofort wieder die Traktion da. Aber das hier ist natürlich viel geiler. Junge. Oh. Ja, die kannst du sogar im dritten schön quer nehmen, Robert. Alter, ist das geisteskrank. Eine Runde geht noch, oder? Boah. Schnelle Runde oder quer? Ja, quer macht mehr Spaß. Okay, alles klar, Chef. Ich mache nur das, was du sagst. Aha, Gott sei Dank. Junge. Es ist unfassbar, dieser Zwiespalt zwischen Komfort, Schnelligkeit, Sportlichkeit und wirklich dann hier Spaßfaktor, ja? Nein! Ja, siehst du, haben uns einmal gedreht. Junge. Wahnsinn, diese Beschleunigung. Wir sitzen zu zweit im Auto. Ja, Und es vor allem sind direkt wir zwei. 240, 250 und wieder 260 und Boah. gehst in die Bremsen rein. Dritte Welle, Ja, die Bremsen sind zweite brutal. Welle und dann hier schön rum. Alter!
Was ein Monster! Ich bekomme gerade von der Race Control 2 Cooldown Laps. Jetzt schon! Ja. Okay, dann müssen wir die nochmal ausnutzen. Oh, Junge. Oh. So, und hier ist die Zielflagge. Aston Martin Vantage. Das ist hier die Fahrt gewesen. Junge. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass wir hier von dem Standardmodell, dem neuen Vantage sprechen. Ja, ja. Überleg mal, wie viele Versionen es beim alten Vantage gab. Und du hast hier so eine Performance. Du hast einen unfassbaren Komfort. Du hast eine Sportlichkeit, eine Steifigkeit. Du bist richtig mit dem Auto verbunden. Ne? Es ist wirklich einer meiner Highlights 2024, auch wenn wir jetzt erst Mai haben. Das, was Aston Martin in den letzten Jahren an Arbeit geleistet hat. Ich wusste es damals, DBX 707, als ich ihn das erste Mal gefahren habe. Aston Martin macht auf Ernst. Und das ist wirklich, also das ist unfassbar. Sorry Robert, ich kann nicht anders. Oh. Digga. Das war nicht wir. Alter, ich habe einfach Sitzheizung an. Spinnst du? Sitzheizung. Alter. So, wir kommen auf die letzte Kurve zu. Auf ein letztes Mal, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Oh. So, und wir fahren wieder in die Box. Oh. Aston Martin, richtig geile Arbeit. Ja, Mann. Ich bin selten ein Auto gefahren, wo du wirklich diesen Zwiespalt zwischen Komfort, wirklich Komfort, Luxus, Sportlichkeit, Performance, Spaßfaktor. Es hakt wirklich alle Themen ab. Und dann dieses Design von Ja. außen, hier innen. Also Leute, ich würde sagen, wir beenden das Video, aber ich kann nur so viel sagen. Für die Leute, die wirklich hier die Möglichkeit haben sollten, so ein Auto testen zu können, ihr müsst das fahren, Leute. Ihr habt hier einfach, Robert, mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein, wo ich sage, das könnte jetzt besser sein. Von außen Nee, von perfekt. außen ist perfekt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, das Getriebe könnte etwas schneller sein beim Runterschalten. Ja? Hochschalten perfekt, aber du merkst, okay, du willst jetzt diesen einen Gang noch runterschalten und das lässt da anfangs nicht zu. Ja. Aber alles Weitere in Verbindung, Chassis mit Reifen, die Steifigkeit, die Sportlichkeit, es hat unfassbar Bock gemacht. Voll. Also voll. Leute, ich hoffe, es kommt auf dem Video einigermaßen rüber. Weil wie gesagt, auf der einen Seite kann es extrem schnell fahren, auf der Straße tief entspannt und ihr habt es gerade gesehen, man kann auch quer aufreißen. Und viel mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr dazu zu sagen. Hey, ich bin gespannt. Die Plattform, die wir jetzt hier haben, ist geil. Mal schauen, was da aufgebaut wird auf das. Ja, Das deswegen, wird- ich das wird glaube Leute, interessant. da wird noch einiges kommen. Ja. Und es ist immer noch erst der Anfang, was Aston Martin hier in den nächsten Jahren alles geplant hat. Und ja, ich würde sagen, wir machen Schluss mit dem Video. Ich gehe jetzt wieder zu Ingeborg. Ich frage mal, ob noch ein bisschen Haxen da ist. Ja, und von ja. daher, Leute, peace out. Bis zum nächsten Video wieder. Robert, Stecker erst raus, ne? Bevor Ja, du ja, da alles rausgehst. Alles klar. Also, peace Top. out. Und wirklich dann hier Spaßfaktor, ja? Nein! Ja, siehst du, haben wir uns einmal gedreht.